Wenn du unserem Kanal oder unserem Podcast, unseren Webseiten schon längere Zeit folgst, dann weißt du ja, dass wir vor allen Dingen mit Mandanten darüber sprechen, wie sie den Umzug von Deutschland ins Ausland steuerlich optimal gestalten können. Ein Riesenthema sind da gar nicht die Steuersätze im Ausland, sondern das Wichtigste ist meistens, ehrlich gesagt, die steuerliche Situation in Deutschland, die zu bereinigen es gilt, was ganz ehrlich mit hohem Aufwand und hohen Kosten verbunden ist. Und natürlich ganz oft muss man da mit dem Monster der sogenannten Wegzugsbesteuerung sich befassen. Kann sehr teuer werden, sehr schnell. Also als Beispiel, du hast eine GmbH, die macht 100.000 Gewinn, kannst davon ausgehen, dass du 400.000 Wegzugsteuer bezahlen kannst, um Deutschland zu verlassen. Ist natürlich krass. So, also jetzt sagt sich der ein oder andere sicherlich, nee, du, den ganzen Schwachsinn, den spare ich mir hier, Wegzugsteuer und den ganzen Kram und hier kompliziert beraten lassen, bla bla bla. Will ich alles nicht machen. Ich mache es ganz einfach. Ich schließe einfach meine GmbH, dann ziehe ich ins Ausland um, mache die Firma neu auf im Ausland und lege da mit meinen Kontakten, mit meinen, sage ich jetzt mal, Produkten, Dienstleistungen und so weiter, die ich davor gemacht habe. Es geht dann einfach nahtlos im Ausland weiter. So, freilich, also das geht natürlich jetzt nicht, wenn du jetzt hier ein Bauunternehmen hast oder so, aber ich denke jetzt an IT-Unternehmen, Marketingunternehmen, all diese Dinge, ja, wo du also hier letztlich jetzt nicht groß Maschinenlager oder sowas hast, was du ins Ausland hier mitnehmen musst, sondern wo du im Grunde vielleicht eine Kundendatenbank hast, ja, bestimmte Verträge, die du einfach übertragen kannst und so. An sowas denken wir jetzt natürlich hier. Ja, ist ganz klar. Ja. So, also, das heißt, die Frage, die wir uns stellen müssen heute, ist das eigentlich legal? Ja? Und wenn es legal ist, warum macht es nicht jeder? Wenn du dir mal anschaust, was hier eigentlich passiert, in dem Beispiel, was ich gerade eben gesagt habe. Also, du schließt dein Unternehmen in Deutschland wegen Geschäftsaufgabe. Okay, das ist natürlich legitim, das kann man machen. Aber du schließt es natürlich nicht wirklich. Ja, das Geschäft wird nicht wirklich aufgegeben, sondern du nimmst ja praktisch deine Kunden, deine Kundendatenbank, möglicherweise Verträge, laufende Verträge mit Kunden und so weiter, nimmst du mit, gründest deine Firma im Ausland und überträgst diese, sage ich jetzt mal, digitalen Assets an diese Firma im Ausland. Und dann fängt die Firma im Ausland an und macht letztlich das Business der sich in Liquidation befindenden GmbH einfach weiter. Das ist natürlich leider so nicht legal, ja? Denn du überträgst ja letztlich ein Wirtschaftsgut von Deutschland ins Ausland. Das ist in Deutschland ein steuerlicher Event. Nicht nur in Deutschland übrigens, sondern seit der sogenannten ATAD, der Anti-Tax Avoidance Directive der Europäischen Union, in jedem EU-Land. Ja? Du musst also dieses Asset, dieses Wirtschaftsgut, was du letztlich ins Ausland verlegen willst, bewerten lassen. Und dann muss darauf in dem Land, von dem es verschoben wird, letztlich dann Steuern darauf bezahlt werden. Diese Steuer kann, wenn jetzt die Übertragung auf ein Unternehmen in der EU stattfindet, gestundet werden. Aber wohlgemerkt, du musst bezahlen. Das heißt also, es ist nicht legal, einfach die Firma zu schließen und zu sagen, du machst Geschäftsaufgabe, ja, und dann im Ausland die Firma neu zu gründen. Gut, man kann jetzt argumentieren, wie kann man das überhaupt herausbekommen? Generell würde ich dir empfehlen, dass diese Herangehensweise nicht besonders gut ist. Also sich zu fragen, wie kann ich erwischt werden? Ich meine, so handelst du sonst im Leben auch nicht. Das ist keine vernünftige Handlungsgrundlage für einen erwachsenen Menschen, sondern du verhältst dich richtig, weil es das Sinnvolle ist und weil du die Konsequenzen in der Zukunft vielleicht noch gar nicht absehen kannst. Aber wie könnte sowas zum Beispiel ans Tageslicht kommen? Eine solche Gestaltung oder besser gesagt ein Missbrauch, eine Umgehung. Unter der Annahme, dass du weiterhin Kunden in Deutschland hast, ja, haben wir ja vorhin gesagt, du nimmst deine Kunden, deine bestehenden Kunden, deine Kundendatenbank, deine Verträge, deine Leistungen nimmst du an ins Ausland. Die Auslandsfirma arbeitet jetzt damit. Ja? Schickst du ja weiterhin Rechnung nach Deutschland. So, jetzt stell dir vor, dein Kunde in Deutschland hat eine Betriebsprüfung. Ja? Der Prüfer zieht diese Rechnung raus und fragt, was ist denn das? Da ist ja hier eine Rechnung aus Malta, aus Zypern, aus UK, aus den USA. Was ist denn das? Was ist das für Dienstleistungen? Was kommen Sie nicht ein? So. Was glaubst du, dass jetzt der Mitarbeiter deines Kunden dem Prüfer erzählt?
Glaubst du, dass der jetzt hier nichts erzählt? Oder glaubst du, dass er sagt, naja, hier, das ist die Firma vom Herrn so und so, der hat früher in Deutschland gelebt, da gab es früher eine deutsche GmbH, jetzt haben die das einfach umgeswitcht auf eine maltesische Firma und so weiter und so fort. So. Und dann steht das Finanzamt dann vor deiner Tür, beziehungsweise wenn du im Ausland bist, versuchen sie dich halt dann irgendwie zu erreichen. Ja. Hoffentlich hast du deine Kontaktdetails hinterlegt, um diese Sache hier mit dir zu klären. So kommen diese Sachen ans Tageslicht, ganz oft natürlich Betriebsprüfung oder es gibt irgendwelche anderen Dinge. Mal angenommen, du ziehst gleichzeitig ins Ausland um und ziehst dann vom Ausland wieder irgendwann nach Deutschland zurück und dann wird das Ganze nochmal aufgerollt, ja. Oder du meldest dann die Firma in Deutschland an, wenn du wieder zurückziehst, tust deiner Meldepflicht hier Genugtuung und gibst dir beim Finanzamt an. Also da gibt es ganz viele verschiedene Aspekte, wie das hier möglicherweise ans Tageslicht kommen sollte. Also nochmal, keine besonders gute Idee, jetzt hier einfach zu probieren und so auf das Beste zu hoffen. Was ist der beste Weg, den du hier gehen kannst? Wenn du ins Ausland umziehst, dann gibt es potenziell an 2 Stellen Steuern, die du bezahlen musst, wenn du ein Unternehmen hast. Ja? Die erste Steuer ist die sogenannte Wegzugsteuer. Die ist eben bei dir in der Einkommensteuer sozusagen zu Hause. Das ist eine Variante der Einkommensteuer. Die bezahlt jeder, der an Kapitalgesellschaften im In- und Ausland zumindest 1% beteiligt ist. Ja? Wie gesagt, spielt keine Rolle, ob das eine Auslandsfirma ist oder eine deutsche Firma. So, diese Steuer musst du zuerst bezahlen. Du persönlich musst diese Steuer bezahlen. Ja? Wie wird die berechnet? Also mal angenommen, dir gehört 100% der GmbH. Die GmbH macht 100.000 Euro Gewinn. Das Finanzamt sagt, okay, Gewinn mal 13,75 sind 1,375 Millionen und auf 60% davon zahlst du im Halbeinkünftsverfahren dann Einkommensteuer. Also kannst du sagen 400.000. So, jetzt, was du zusätzlich noch bezahlen musst, ja, ist die sogenannte Entstrickungssteuer. Wenn du nämlich den Betrieb ja auch noch ins Ausland verlegst. Wir haben jetzt ja gerade eben erst besprochen, wenn du persönlich ins Ausland ziehst, kann ja die GmbH in Deutschland bleiben. Wenn du jetzt auch den Betrieb ins Ausland verlagerst, dann kommt die sogenannte Entstrickung ja, zum Tragen, die Entstrickungsbesteuerung. Dort wird dann ein Asset, das ins Ausland verlegt wird, weiß ich, die ganze Firma oder nur ein Teil der Firma, eine bestimmte Abteilung, wird dann bewertet und dann muss Steuern auf diesen Wert von deinem Unternehmen bezahlt werden. Also mal angenommen, du lässt ein Wertgutachten anfordern und der Wert deiner Firma beläuft sich auf 1 Million, dann muss letztlich die Firma, wenn sie hier diesen Wert ins Ausland überträgt, ja, 30% Steuern ungefähr darauf zahlen, denn Deutschland Körperschaftsteuer 15%, Gewerbesteuer ungefähr auch 15%. Ja. Das heißt also, wir haben gerade eben gesagt, du zahlst möglicherweise deine 400.000 Steuern, Wegzugsteuern. Zusätzlich kommen auch nochmal 300.000 Entstrickungsbesteuerung zum Tragen, wenn du nach Deutschland gehst, zusammen mit deinem Unternehmen. Wenn du alleine gehst, kommt nur der eine Teil zum Tragen. Wenn nur das Unternehmen letztlich ins Ausland verlagert wird, kommt eben nur die Entstrickungsbesteuerung zum Tragen. Ja? Beides ist also möglich. Beides kann eben auch in Kombination zum Tragen kommen. Da gibt es jetzt ganz legale Wege, das zu vermeiden. Also wenn jetzt die Firma in Deutschland bleiben soll, dann kannst du sie zum Beispiel in eine GmbH & Co-Struktur einbringen, ja, in eine KG-Struktur, dann wird die Wegzugsteuer nicht fällig und so weiter und so fort. Aber wenn du jetzt hier tatsächlich das Unternehmen ins Ausland verlagern musst, dann wird eigentlich immer die Entstrickung fällig. Daher ist mein Rat an dich der folgende. Wenn du ein Unternehmen in Deutschland hast und ins Ausland umziehst, dann lasse dieses Unternehmen in Deutschland. Lass es weiterlaufen. Lasse weiterhin in Deutschland Gewinne anlaufen. Das Unternehmen soll ruhig erfolgreich sein in Deutschland. Zahl einfach deine Steuern in Deutschland. Akzeptiere einfach, dass es so ist, dass du es einfach tun musst. Du zahlst die Wegzugsteuer oder aber du bringst das Ganze in eine GmbH & Co. KG ein. Dann musst du wahrscheinlich keine Wegzugsteuer bezahlen. Und dann beginne im Ausland einfach ein neues Unternehmen, das möglicherweise das Gleiche macht, aber sich um die ausländischen Märkte kümmert. Denn eine Funktionsverdoppelung ist natürlich erlaubt, eine Funktionsverlagerung nicht. Das ist ein steuerlicher Event. Eine Funktionsverdoppelung ist erlaubt. Das heißt, du kannst da im Ausland dann eine neue Gruppengesellschaft aufbauen.
während sich die deutsche Gesellschaft weiterhin um die deutschen Kunden, die österreichischen Kunden, die Schweizer Kunden kümmert, macht eine neue Gesellschaft im Ausland, die dann ja in irgendeinem steuergünstigen Land sein kann, alles andere. Die kümmert sich um den US-Markt, die kümmert sich um den Rest der EU und so weiter und so fort. Und diese Einkünfte im Ausland kannst du natürlich steueroptimiert gestalten. Aber in den meisten Fällen ist es nicht besonders attraktiv, ein Unternehmen, was erfolgreich ist, von Deutschland ins Ausland zu verlagern. Wenn es natürlich keinen Wert hat, weil die Bewertung sehr gering ist, weil das Unternehmen brandneu ist und so, dann ist es weniger ein Problem. Ja? Aber sobald es werthaltig ist, kannst du es nicht mehr einfach schließen und im Ausland neu eröffnen unter Verwendung der Assets des in Deutschland geschlossenen Unternehmens. So, wenn das deine Themen sind, wenn du gerne ins Ausland umziehen möchtest, ein Unternehmen im Ausland gründen möchtest oder dein deutsches Unternehmen ins Ausland verlegen möchtest, dann können wir dich dabei beraten. Wir arbeiten mit Rechtsanwälten und Steuerberatern in sehr vielen Ländern zusammen. Wir sind das Bindeglied dazwischen. Wir können dich hier zu sehr vielen Ländern umfangreich betreuen bei all diesen Transaktionen und bei all diesen Vorhaben. Ich schlage dir vor, buche ein Beratungsgespräch. Der Link ist hier in der Beschreibung und dann freue ich mich, dich in der Beratung kennenzulernen. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.